Der Februar 2026 sollte uns wie angekündigt ein tolles Modell liefern. Stattdessen sprechen wir über 6 Sticker. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, heute sprechen wir über das Kubiset 5916 der Northrop B2 Spirit aus der Armed Forces Serie im Maßstab 1:100. Ein neuer Maßstab, die Rückkehr der Sticker und alles Wissenswerte zur B2 gleich hier auf meinem Bautisch. Es muss ja nicht immer eine Limited Edition bei Kobi sein, wenn wir über ein Highlight-Set sprechen. Dieses hier aus Februar 2026, die lang ersehnte Northrop B2 Spirit, das Kobi-Set 5916 aus der Armed Forces Serie in der Lizenz von Northrop Grumman. Altersempfehlung ab 10 Jahren. 1109 Steinchen hat das Set 5916 und kommt im Maßstab 1:100 daher. Darüber müssen wir reden und auch darüber, dass dieses Set Sticker enthält. Wir sehen 2B2 im nächtlichen Himmel oder in der Morgendämmerung. Das sehen wir nicht auf dem Karton, auf dem Artwork. Das sind schon mal 2 von 19 bekannten, die es noch auf der Welt gibt. Dazu später aber mehr bei den Fakten. Das Set kommt im Maßstab 1:100 daher, weil es sehr groß ist. Wir sehen hier Flügelspannweite 52 cm bei einer Höhe mit dem Stand von 22 cm. Fakten bekommt ihr gleich und Stand ist das Stichwort. Wir haben diesen typischen neuen Kobi Stand. Wichtig ist aber, was verbirgt sich im Karton. Dafür muss unser Stealth-Jäger jetzt hier sichtbar sein. Trotzdem lassen wir ihn einmal in die Lüfte gehen. Ja, Freunde, nicht unter den Radar, sondern ganz offiziell haben wir hier 4 Bauabschnittstüten liegen unseres Sets 5916. Natürlich alles hauptsächlich im Schwarz bzw. Anthrazit gehalten, denn unser kleiner Vogel hier ist ja hauptsächlich in Anthrazit und der Stand in Grau. Wichtig ist aber, Freunde, wir haben 1100 Steinchen, 1109. Kleine Entwarnung, wenn wir uns die letzte Seite mal zuerst anschauen, dann sehen wir schon, dass wir hier alleine von den grauen Bügelperlen 344 Stück haben. Also so richtig viele Steinchen haben wir hier eigentlich nicht. Und dort seht ihr ihn schon, den Sticker-Sheet, den Stickerbogen. Und wenn wir jetzt hier auf die erste Seite gucken, da sehen wir, da ist der Stickerbogen. Das sind die Markierungen auf den Tragflächen. 6 Stück sind es an der Zahl. Wir bringen sie natürlich auf, denn ich bin Sammler. Kleiner Tipp an alle, die sich auf diesen Vogel gefreut haben, aber mit diesen Stickern eigentlich unzufrieden sind. Lasst sie doch einfach weg. Lasst sie einfach weg. Wir schauen uns das an. Kobi-Sets baut man wie folgt. Wir arbeiten uns von Bauabschnittstüte zu Bauabschnittstüte. Mit Hilfe des grandiosen Teiletrenners bearbeiten wir hier die Bausteps. Die erste Seite ist wichtig. Ich habe es jetzt anders gemacht, weil ich euch einmal die Bügelperlen zeigen wollte. Habe die letzte geöffnet, aber hier die erste ist wichtig, denn wir haben eine Legende. Da sehen wir, dass mancher Stein in der Form ähnlich ist, aber in der Funktion unterschiedlich. Das so ein kleiner Tipp an alle Kobi-Neulinge. Da seht ihr schon Tüte 1, mit der fangen wir an und dann klemmen wir drauf los. Der aktuelle Baustep ist immer der farbliche. Pfeile weisen uns den Weg und in diesen rechteckigen Kästchen, da sehen wir, was wir an Steinen brauchen. Es gibt dann oft hier Buchstaben, die beziehen sich dann auf die Legende. Da sehen wir hier, welchen Slope wir brauchen, in welchem Winkel. Und es gibt Anlegehilfen. Das heißt, wir müssen nicht immer Noppen zählen. Und dann auf der letzten Seite, ich habe es euch schon gerade gezeigt, haben wir die Steine, die wir verbauen. Sollte euch da ein Stein fehlen, fehlt bei euch vielleicht der Teiletrenner, dann schreibt der Kobi einfach die Nummer des Teiletrenners. Hier auf der Webseite gibt es extra einen Bereich für Missing Pieces. Fertig ist unser Vogel dann mit dem Baustep 118, wenn wir die B2 Spirit auf den Stand packen. Freunde,
Ich kann es kaum erwarten, euch Fakten zur B2 zu erzählen. Ich habe eine Menge rausgesucht. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß beim Faktenlauschen und mir beim Klemmen. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit und heute geht es um einen der ikonischen Flieger überhaupt. In vielen Hollywood-Filmen haben wir ihn gesehen, zum Beispiel in Operation Broken Arrow oder sogar bei Independence Day, die B-2 Spirit. Während hier Stein auf Stein kommt, schauen wir uns an, warum dieser Flying Wing bis heute so besonders ist. Technisch, historisch und natürlich auch strategisch, denn wir bauen ja hier einen strategischen Bomber. Die B-2 ist ein strategischer Langstreckenbomber mit Tarnkappentechnik, also Low Observable. Das Ziel, modernste Luftverteidigungssysteme zu umgehen, tief ins Zielgebiet eindringen und dabei sowohl konventionelle als auch zum Beispiel nukleare Waffen einsetzen zu können. Die US Air Force nennt sie ganz bewusst einen Meilenstein in der Bombermodernisierung. Und das passt auch, denn das Konzept ist radikal. Kein klassischer Rumpf mit Leitwerk, sondern eine fliegende Tragfläche. Diese Form ist kein Design-Gag, sondern ein Teil des Stealth-Ansatzes, weil sie Radarreflexionen reduziert. Zur Einordnung in Zahlen. Die B-2 wird von 2 Piloten geflogen. Die Spannweite liegt bei 172 Feet, also rund 52,4 Meter. Das ist enorm. Das maximale Startgewicht wird mit 336.500 Pfund angegeben und die Nutzlast liegt bei 40.000 Pfund, also etwa 18 Tonnen. Alles intern in Waffenschächten, damit außen nichts unnötig Radarflächen liefert. Die Höchstgeschwindigkeit wird als High Subsonic beschrieben. Die Dienstgipfelhöhe liegt bei um die 50.000 Fuß. Auch beim Antrieb bleibt es eher unspektakulär und genau das ist Absicht. 4 Turbofan-Triebwerke von Typ General Electric F118 GE 100, jeweils mit 17.300 lbf Schub. Keine Nachbrennershow, kein Überschallgetöse, stattdessen Reichweite, Ausdauer und leises, effizientes Durchkommen. Wann ging das Ganze mit der B-2 Spirit los? Der Erstflug war am 17.07.1989. Das glaubt man gar nicht. Die Initial Operation Capability, also die erste Einsatzbereitschaft, erreichte die B-2 Spirit am April 1997. Gebaut wurden insgesamt 21 Maschinen. Hauptbasis ist die Whitman Air Base in Missouri. Das ist sozusagen das Zuhause der noch vorhandenen 19 B-2 Bombern. Jetzt kommt der Punkt, der mir ganz wichtig ist, den viele unterschätzen. Stealth bedeutet nicht unsichtbar. Es geht um Signaturmanagement. Radar, Infrarot, Funk und sogar Wartung und Materialzustand. Die B-2 ist dafür berühmt berüchtigt, weil sie extrem wartungsintensiv ist. Die Oberfläche, Beschichtungen, Spaltmaße, all das muss passen, sonst leidet der Stealth-Effekt. Und genau deshalb ist sie auch so teuer in Betrieb und in der Pflege. Rein als Größenordnung für euch, allein die Unit-Cost-Angabe der US Air Force liegt bei rund 1,157 Milliarden US-Dollar. Und das zeigt schon, in welcher Liga wir hier unterwegs sind. Historisch bleibt spannend. Beim ersten Kampfeinsatz 1999 im Kosovo-Konflikt. Operation Allied Force. Das war das Debüt der B-2 im scharfen Einsatz. Und zwar mit konventioneller Bewaffnung. Logischerweise nicht nuklear, das hätten wir hier in Europa gemerkt. Für die damalige Zeit war das eine klare Ansage. Stealth-Bomber können aus großer Distanz starten, lange Missionen fliegen, Ziele präzise treffen und wieder zurück, ohne dass man vorher jedes Radar durch andere Jäger oder Bomber wegputzen muss. Und wenn wir modern sagen, die B-2 ist nicht ein Museumsstück, auch wenn dieses Flugzeug schon lange im Einsatz ist, sondern war auch in den letzten Jahren operativ relevant. Ein Beispiel: Im Juni 2025 berichtete die Presseagentur American Press über B-2-Missionen im Kontext eines US-Schlags gegen iranische Nuklearanlagen. Dabei wurde auch betont, dass Whiteman, die Heimat der B-2 und der 509. Bombwing, die einzige Einheit ist, die sie betreibt.
Das zeigt, auch Jahrzehnte nach dem Erstflug wird die Plattform noch eingesetzt. Genau wegen dieser Kombination aus Reichweite, Nutzlast und Stealth. Das heißt, dieser Bomber wurde in der Luft mehrfach aufgetankt, um von Amerika nach Iran zu fliegen und wieder zurück. Die Frage ist, wie geht es weiter mit diesem Flugzeug, das ja, wie ich euch erzählt habe, in den 1989er Jahren zum ersten Mal geflogen ist. Der Plan ist, die B2 bis in die 2030er Jahre zu betreiben, bevor sie durch die nächste Generation ersetzt wird. Stichwort B21 Raider. Das ist die nächste Evolutionsstufe. Moderner, wahrscheinlich wartungsfreundlicher gedacht, etwas kleiner und von Anfang an heutige Sensorik und Bedrohungen optimiert, wahrscheinlich auch mit KI. Für ein Review, gerade wenn wir hier die 5916 bauen, ist die B2 eigentlich dankbar. Du hast klare, erkennbare Linien, die berühmte Nur-Flügel-Silhouette. Und dazu eine Story, die für mich ideal ist. Ich kann euch eine Geschichte erzählen über die 1990er Einsätze bis in die Gegenwart. Und wenn du bei so einem Modell auf Details achtest, die saubere, glatte Außenhaut und die stimmigen Proportionen sind bei der B2 besonders wichtig, weil das Original eben genau darüber funktioniert. Über Form, Kanten, Übergänge und möglichst wenig Störstellen. Wenn dir solche Faktenblöcke beim Bauen gefallen, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Flugzeug oder welches Fahrzeug als nächstes dran ist. Und wenn du mehr Reviews, Speedbuilds und Hintergrundfakten aus der Klemmbaustein willst, dann mach doch kurz Pause, abonniere den Kanal und dann schauen wir weiter, nämlich jetzt beim eigentlichen Klemmbaustein-Review des Cobisets 5916, der Northrop B2 Spirit. Nach 2 Stunden und 50 Minuten Bauzeit steht sie da, unsere Northrop B2 Spirit aus der Armed Forces Serie in Kooperation mit Northrop Grumman aus dem Hause Coby im Maßstab 1:100. Und ihr seht es schon, ich kann euch leider enttäuschen, hier ist der Stickerbogen. Ich habe die Sticker nicht angebracht. Ich möchte nicht dieses Flugzeug mit diesen Stickern verschandeln. Ihr seht hier auf dem Kartondesign, wie das aussehen soll, und ich werde euch unten in die Videobeschreibung, hier unten werdet ihr sie finden, ein Short von der Nürnberger Spielwarenmesse, wo ich da war, einfügen. Da seht ihr, wie die B2 aussieht mit den Stickern. Ich möchte das nicht. Ganz, ganz wichtig. Ich finde, bei diesem Flieger ist zwar das Thema Sticker gar nicht das Schlimmste, aber ich finde, gerade die großen Flächen, die mir, und da kommen wir gleich drauf, Spaß gemacht haben zu bauen, möchte ich nicht mit diesen Stickern verschandeln, die ja über mehrere Plates drüber gehen. Und wir haben hier wirklich viele Plates. Aber das schauen wir uns an. Also ein Review, was nicht ganz komplett ist, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wenn ihr auf die Sticker besteht, dann müsst ihr euch ein anderes Review angucken. Ich wollte aber noch was sagen zum Thema Sticker und B2. Ich habe hier noch ein anderes Modell, das ich euch demnächst mal vorstellen werde, nämlich von Reobricks, eine Brickbuild B2. Und wenn wir da über Sticker reden, ist die von Coby noch wirklich harmlos. Schaut euch das mal an. Sind wahrscheinlich Transfer-Sticker, aber trotzdem, da ist Coby wirklich mit seinen 6 Stickern schon harmlos. Natürlich kostet dieses Ding auch nicht ganz so viel. Trotzdem kostet es auch Geld, und das ist für mich bei diesem Set hier eigentlich der größte Kritikpunkt. Ich zahle hier, oder wir zahlen hier, wenn ihr euch das Set auch kauft oder kaufen wollt, bei Coby gibt es die unverbindliche Preisempfehlung von 89,99 € und das für ja, über 200 Bügelperlen. Also von diesen 1109 Steinen könnt ihr über 200 Bügelperlen abziehen. Das finde ich nicht gut. Vor allen Dingen dann auch noch in diesem Maßstab 1:100. Wenn ihr da mal an die Horten denkt, das Cobyset 5757 in der Normalversion, da bekommen wir auch einen Nurflügler, der fast die gleiche Größe hat, nur im Maßstab 1:32. Wenn euch ja, Nurflügler interessieren, dann würde ich sagen, kauft euch lieber die Horten. Die macht genauso viel Spaß zu bauen und hat auch noch den
von Kobi sogenannten Minifiguren Maßstab. Also Sticker gibt es nicht, deswegen legen wir den Stickerbogen beiseite. Ihr werdet also auch gleich bei den Detailbildern keine Sticker finden. Wie gesagt, schaut gerne dann in der Short, was ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke. Sprechen wir über den Bau. Da seht ihr bei der Anleitung schon einmal und auch beim Kartondesign, dass hier so ein bisschen getrickst wird, weil man sieht natürlich nicht die Schattierungen, die die Sticker sonst liefern. Trotzdem haben wir natürlich tolle Drucke. Wir bauen typisch Kobi-Flieger. Wir legen erst Plates, dann bauen wir auf die Plates oft Baurichtungsumkehrsteine, weil wir von oben und unten ja fließen. Und dann bauen wir ganz viele Bügelperlen. Überall Bügelperlen. Dann bauen wir wieder von unten, aber auch da Bügelperlen. Ja, immer mal wieder da Bügelperlen. Man baut diesen massiven Rumpf und dann legt man immer mal wieder ein paar Bügelpärchen dazu. Und wenn man hier diese Flügel baut, seht ihr da 212 Bügelperlen alleine in den Bauschritt. Ja, also ist klar, wie man das Flugzeug baut. Da seht ihr auch die Sticker, wie man sie anbringen soll. Ich mache das, wie gesagt, nicht. Es ist eine einfache Anleitung. Die leitet einen schön durch. Man wird vielleicht ein bisschen, schneeblind ist das falsche Wort, eher anthrazitblind, weil man halt sehr viele von diesen Steinen baut. Man muss aufpassen, welche Winkel. Aber der Bau per se hat mir super Spaß gemacht, trotz dieser vielen Bügelperlen. Es tat irgendwann ein bisschen weh, immer die Bügelperlen halt so, ne? Tak, 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 tak. Das ist unangenehm. Steine haben wir auch deswegen ein paar über, natürlich Bügelperlen und hier einiges an Slopes, weil wir dieses Flugzeug natürlich auch, das habt ihr auf der letzten Seite gerade gesehen, fliegend bauen können ohne das Fahrwerk. Da ich immer, es mag, wenn wir viele Steine bauen, ich baue halt gerne, trotz einer vielleicht jetzt aufkommenden Bügelperlenphobie, baue ich immer ganz gerne das Fahrwerk ausgefahren, habe ich halt mehr Bauspaß. Schauen wir uns das Flugzeug einmal an und hier seht ihr die Tragflächen. Typisch Kobi, etwas angetouched, etwas Trennfilter und natürlich kommt auch nochmal mein Talg der Finger hinzu und deswegen haben wir so ein bisschen Schattierungen auf den Tragflächen. Sonst eine gute Teilequalität und glänzen tun sie nicht nur vom Talg meiner Finger oder vom Trennmittel aus den Gussformen. Die glänzen auch so, die Fliesen. Ihr seht die Drucke, da hat die B2 Spirit einige. Ich habe schon bei der Messe gesagt, ich finde interessant diese typischen dreieckigen, dreizackigen Lufteinlässe, die Kobi auch mit diesen hier Spitzen gemacht hat, die wir zum Beispiel auch bei den Ruderanlagen, bei den Schiffen ein 1:700 Maßstab sehen und bei vielen anderen Bautechniken mittlerweile haben wir sie. Und wir haben ein typisches Formteil, auch hier so ein dreieckiges, spitzes Formteil, typisch nur Flügler, wie wir es auch bei der Horten kennen. Schwarz sind halt dann die Lufteinlässe und natürlich auch die Auslässe der Turbinen wieder. Die Flügelspitzen hier sind zwei Formteile, das sieht man, die passen aber gut aufeinander, wirkt sehr scharf, sind die Steine aber natürlich nicht. Ich drehe jetzt einmal unsere B2 um, dann seht ihr auch, dass von unten wir alles zugefliest haben. Es kommt eigentlich gar nicht so her wie ein Vogel und eher wie ein Mantarochen. Hier seht ihr auch alles zugebaut. Hier die Kanten, das hat man vielleicht. Und ein paar Drucke haben wir auch, hier das Hoheitsabzeichen. Das Fahrwerk ist hier einfach nur so reingesteckt und kann man rausziehen. Auch diese Eimerpötte kann man rausziehen und dann baut man hier das Fahrwerk auch ab und baut es dann halt mit diesen Rundungen zu. Dann steht es auch nicht raus. Wie gesagt, ich wollte etwas mehr bauen und mir euch zeigen. Der Stand ist quasi eine Mischung aus neuen Stand in dieser dreieckigen Form und diesen alten, ich sage ja immer Kaffeerührern, diese weißen Stände, die wir, nicht weißen Transclear-Stände, die wir irgendwann von Kobi bekommen haben im Austausch für die schwarzen. Das Typenschild Northrop Grumman B2 Spirit Maßstab 1:100. Interessant ist natürlich neben dem Fahrwerk, ich zeige euch nochmal hier so genauer, auch mit den Klappen, die wir einfach so gesteckt haben. Muss ich aufpassen, die gehen sonst kaputt. Da in die Löcher, da seht ihr jetzt, wie es gebaut wird. Ich klemme es hier rein und stecke es ins Loch wieder rein. So, zack. Interessant ist natürlich der Waffenschacht, den wir in der Mitte aufklappen können. So, zack. Und dann hier von außen aufklappen können. Und dort haben wir dann die Bomben, ob konventionell oder
nuklear. Das bleibt jedem selbst überlassen. Bisschen wackelig, weil es hier in der Mitte so zwischen die 1x2er Plates gesteckt ist, deswegen wackelt das hier so ein bisschen. Da muss man aufpassen und ich denke mir, ich werde wahrscheinlich auch den Bombenschacht offen lassen, auch wenn er natürlich nie so ganz damit startet. Und wenn ihr mal guckt, so die Klappen sind fast so groß wie das Fahrwerk, aber für den Stand werde ich es so lassen. Was ich ganz lustig finde, ist, dass Kobi hier trotz diesem Formteil so, ja, ihr seht so durchschimmern, hier braun, quasi Sitze für die Piloten reingebaut hat. Und ich will mal gucken, ob ich es aufkriege. Ihr wisst ja, auf dem Feld der Kobi-Ehre bleibt der Fingernagel als erstes hängen. So, zack, da seht ihr es. Da haben wir so ein bisschen so eine Art, ja, Cockpit gebaut. Und dann kriegen wir so ein bisschen auch Feeling für das Maßstabsthema 1:100, also wie es aussehen würde. Unspektakulär eigentlich jetzt hier so in der Präsentation, weil es kann ein langweiliger Bau sein, aber ich mag das manchmal mit diesen Fliesen. Ich habe es euch jetzt schon ein paar Mal gesagt. Mir gefällt das. Der clean Look ist cool und ja, ich betone es jetzt noch einmal. Ich will den cleanen Look nicht mit Aufklebern hier verschandeln. Und ja, ihr seht jetzt hier, er rollt auch unser Tarnkappenbomber, unser Stealth Bomber und wir packen ihn jetzt wieder hier auf den Stand mit offener Klappe, so ein bisschen wie ich. Ich reiße ja auch oft die Klappe auf, wie jetzt hier in diesem Video. So, mal kurz schauen, zack, zack, ihr seht es und schon ist der Stand wieder auf unserer Bomber-Unterseiten angebracht. Was natürlich sehr, sehr hilfreich ist in diesem Set, ist der Teiletrenner, den man vielleicht mal Bauch, wenn man sich verbaut hat, gerade wenn es um die Winkel geht, wenn man mal einen falschen gelegt hat oder wenn man mal eine Bügelperle wieder rausmachen möchte. Es ist das erste Kobi-Set seit gefühlt immer oder Ewigkeiten, bei denen ich halt keine Aufkleber anbringe. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerechtfertigt findet, ob ihr das blöd findet, ob ihr erwartet, dass man in einem Review alles aufbaut. Aber ich glaube, auch viele, in Anführungszeichen, Szenegrößen bauen bei solchen Sachen nicht die Sticker an. Ist ja meine persönliche Entscheidung. Dieses Video ist ja nicht gesponsert. Ich habe ja diese 89,99 € aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Und dafür kann ich auch entscheiden, die Sticker wegzulassen. Trotzdem haben wir noch ein paar Drucke, muss ich sagen. Ja, hier, da sehen wir, dass wir ein paar Drucke für die Wartungsklappen an den Triebwerken und auch hier vorne, das sind wahrscheinlich die Auslässe für die Schleudersitze und so weiter. Die Drucke haben wir ja trotzdem da und wir haben es ja schon gesehen, die Hoheitsabzeichen. Ich finde 52 paar zerquetschte Zentimeter im Maßstab 1:100. Es wirkt dann doch kleiner, als es ist. Es wirkt, mickig ist das Falsche, es wirkt unspektakulär. Es wirkt unspektakulär, aber was will ich erwarten bei so einer flachen Flunder? Das wird bei dem Reobrick-Set, was ich euch gerade gezeigt habe, wahrscheinlich auch nicht anders sehen. Ich bin halt ein bisschen eingeschossen im Kopf auf die Maßstäbe, die Kobi sonst so hat. 1:32, 1:48, gerade bei Sets aus der Armed Forces Serie. Ich bin auch noch nicht im Kopf bereit für die B29 Stratofortress, die ja auch in einen anderen Maßstab 1:72 daherkommt. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, solche Flugzeuge dann in den Maßstäben umzusetzen, aber manchmal wünsche ich mir, dass Kobi hier vielleicht doch mal etwas mutiger wäre, denn es gibt ja auch große Patrol Boats in Maßstäben jenseits und das ist auch ein gutes Beispiel, das Patrol Boat von Kobi, das große, habe ich bei Amazon für 89,99 € gekauft und habe ein riesengroßes Boot mit sehr, sehr vielen Teilen. Und hier habe ich halt über 200 Bügelperlen und zahle 89,99 €. Ich weiß, ich bin selber schuld, weil ich bei Kobi gekauft habe. Ich wollte euch das Set aber vorstellen. Ich wollte euch einen Gedankenanstoß geben und im Endeffekt ist es ja auch total egal, was ihr damit macht. Ihr könnt das selber entscheiden. Ich will euch da gar nicht bevormunden. Bitte macht das so, wie ihr das für richtig haltet. Ich halte es so und bin gerne bereit, mit euch dort in den Kommentaren zu diskutieren. Das Coole ist ja auch, ich kann
euch in Sprachnachrichten mittlerweile in den Kommentaren antworten. Ja, ihr bekommt jetzt die Detailbilder. Ich habe es euch jetzt schon ein paar Mal gesagt, ohne Aufkleber. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen, liebe Freunde. Kleiner Break zwischendurch, aber bloß nicht abschalten, denn wir wollen ein paar besonderen Menschen unter euch großartigen Menschen da draußen noch einmal Danke sagen, nämlich meinen Kanalmitgliedern, die mich monatlich unterstützen, damit dieser Kanal noch besser, noch breiter aufgestellt wird, und damit ist nicht nur der kleine finanzielle Obolus gemeint, sondern vor allen Dingen der Algorithmus, denn YouTube pusht Kanäle. Die Kanalmitglieder haben etwas mehr als andere. Und deswegen euch da draußen vom Herzen vielen, vielen lieben Dank, dass ihr den Kanal Blockstar mit euren Einsatz hier weiter am Laufen lässt. Ich mache das hier alles aus Hobby, aus Leidenschaft, nicht beruflich. Und daher kann man euch da draußen nicht oft genug Danke sagen, aber logischerweise nicht nur den Kanalmitgliedern, sondern allen, die sich hier für das Thema Klemmbausteine auf meinem kleinen Kanal begeistern. Vielen Dank für euren Einsatz, für eure Unterstützung. Ich bleibe dabei, ihr seid die Geilsten. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr Detailbilder, damit ihr euch selber einen Eindruck von dem Kobi-Set, das ich gebaut habe, das Set 5916, der Northrop B2 Spirit, machen könnt, unabhängig von meinen Ausführungen und meinen Meinungen. Denn Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte oder manchmal auch mehr als ein paar Minuten Review-Video. Mir ist ganz wichtig, ich habe die Sticker weggelassen. Ich habe da so ein bisschen mich von eurer Kritik auf meinen Shorts aus der Spielwarenmesse in Nürnberg inspirieren lassen und bin selber nochmal in mich wie Medias Res gegangen, ob ich es gut finde, ob ich hier Sticker aufbringen möchte, und ihr habt es ja vorhin schon gehört und ich werde es auch gleich euch wahrscheinlich nochmal sagen, wenn wir in die Augen gucken. Für mich ist das keine Option, die Sticker aufzubringen, auch weil ich natürlich von der Qualität der Kobi-Sticker weiß. Jeder, der vielleicht einen alten World of Tanks Panzer gebaut hat, weiß, dass die vielleicht noch halten, aber an den Ecken fransen sie oft aus. Sie sind auch etwas milchig, sie decken nicht wirklich, man sieht immer, dass es ein Sticker ist, und ich finde bei diesem Set, bei diesem Preis, und der Preis ist für mich, das ist das größte Thema, nicht angebracht, so einen Sticker aufzubringen. Und ich möchte es ja lange ins Regal stellen, möchte mich lange daran erfreuen, obwohl ich von diesem Set wirklich etwas unterwältigt bin. Dieser Hype ist mir vielleicht viel zu groß um dieses Set, obwohl es ein tolles Modell zeigt. Ich bin auch Fan der B2, sonst hätte ich mir sie nicht auch nochmal von Reobrix besorgt. Also ich bin hier wirklich etwas unterwältigt. Aber man kann ja auch nicht immer alles cool finden, und ich bin echt gespannt über das, was ihr mir gleich schreibt, und wahrscheinlich werde ich gleich auch nochmal etwas ranten, aber es soll kein Rant sein. Ich bin einfach ein bisschen enttäuscht und das möchte ich euch mitteilen, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass man jetzt meinen könnte, der Blockstar hat aber Clickbait betrieben, weil er jetzt das typische Rage-Thema Sticker hier hervorgehoben hat. Aber ich wollte euch eigentlich nur sagen, es ist ja eure Entscheidung, ob ihr dieses Set kauft. Vielleicht hilft euch dieses Video bei der Meinungsfindung. Es ist eure Meinung, was ihr mit Stickern macht. Ich habe auch per se nichts gegen Sticker, aber bei diesem 89 Euro Set, also Kobis fast 90 Euro, Kobis Preisempfehlung, natürlich wird es beim Händler draußen günstiger werden, aber auch der hat ja nur eine begrenzte Marge. Ich finde halt, diese Sticker haben keinen riesigen Mehrwert, und ich habe es euch ja schon gesagt, eigentlich hadere ich mehr mit dem Maßstab und generell mit dem Preis. Ich will kein großes Sticker-Bashing machen, ich finde sie nur einfach nicht gut. Vielleicht auch da liegt es daran, dass Kobi halt auch nicht so die gute Stickerqualität hat, wie sie es eigentlich bei den Prints hätten. Wenn sie Sticker mit Transferfolie hätten, dann würde es anders aussehen, aber so groß, flächig über Fliesen kleben, das mache ich nicht gerne. Ich zeige es euch sonst immer eigentlich gerne bei jedem Set. Ich habe auch jetzt die letzten Speed Champs, würde ich schon fast sagen, die 1:35 Giulias aus der Alfa Romeo Reihe gebaut mit Stickern, und es gibt ja auch bei der Skoda Serie von Kobi Sticker, und beim Opel gab es Sticker bei den kleinen 1:35. Das zeige ich euch gerne, aber diese Autos liegen mir eigentlich nicht so sehr am Herzen wie solche großen Sets und kosten vor allen Dingen auch nicht so viel. Das ist der wahre Grund. Sonst bin ich immer gerne bereit, für euch auch
solche Sticker anzubringen. Aber in diesem Falle ist es mir das einfach irgendwie ja, zuwider, das zu machen, was nicht mit euch zu tun hat, sondern einfach hier mit diesem Ding, mit dem Preis, mit dem Maßstab, mit dem Gesamtpaket. Ich bin Sammler, deswegen musste ich mir auch diesen grauen Bumerang der Schande, nein, das ist falsch gesagt, dieses schöne B2-Modell im Maßstab 1:100 mit Stickern für fast 90 € holen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Fühlt euch frei, es ist nur meine Meinung. Ihr könnt eine andere haben, die ich absolut akzeptiere. Lasst uns einfach Freunde bleiben, lasst uns Spaß haben. Und auch bei diesem Flugzeug wünsche ich euch einen guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.